Oh my God! No, please! Hallo? Wake up! Help! Help! Wir machen mal wieder zu, ne? Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Last Days of Lazarus hier auf diesem Kanal. Ja, starten einfach genau dort weiter, wo wir aufgehört haben. Wie immer, erstmal wieder gucken, was los ist hier. I don't like these disgusting creatures in my house. I have to improvise something. I don't care if they're offensive or not. I'll burn them down. Okay, ja, ich hätte auch keinen Bock auf so eine Viecher hier. So ist das besser mit der Kamera für dieses Spiel. Oh, eine Model. Ein Monarchfalter oder wie die Dinger heißen. Aber sollen wir das denn jetzt sagen? Wir sitzen an irgendeiner Art. Ist das Klingel? Wer bist du jetzt? Was stehen denn hier überall für Leute auf einmal rum? Ist das unser Vater? Der Priester? Oder der Vater Abraham? Good evening, Father. Thank you for blessing the house. I don't know if it's your prayers or the incense, but this room hasn't been infested like the others. Prayers will be of little help, unfortunately. We are yet to witness how being abandoned by God feels like. But tell me, have you found anything about Vladimir at the Rosino Monastery? Unfortunately, I didn't find my father, but I did find mentions of him. God, I don't even know if he's still alive. This General Zotov is a demented maniac who kills everyone if he so desires. They're collecting gold. Yes, he is foolishly starving for more power. With gold, he will buy the weak, the easily impressionable. His evil will spread. All we can do now is not let it corrupt us too, Mr. Lazarus. Okay, wir sollen uns nicht korrumpieren lassen. Sag mal, was ist denn bei dir schon wieder nicht in Ordnung? Er hat sich ja auch schon richtig eingerichtet, der Typ, ne? Ich meine, der hat hier den Tisch aufgeräumt, der hat schön für Kaffee und Kuchen aufgedeckt für mehrere Personen. Heute gibt's Katze. Er hat sich so eine Räuchermühle hier hingestellt. Hier, gib mir mal das Kreuz mit. Ja, das brauche ich. Eine Reise mit Vater Abraham. Ein spiritueller Vater der Kolaya, des Kolaya-Klosters. Blablabla. Ja, nichts so wirklich Interessantes. Er muss ja etwas lüften hier. Er stinkt ja ganz schön, Mann. Was verbrennst du denn da? Ich hoffe, keine Katzenhaare. Ja, okay, gibt's hier noch irgendwas? Viel gebracht hat uns der Dialog hier mit dem Vater ja auch nicht. Ja, ach, das habe ich doch schon alles durchgeguckt. Was machen wir denn jetzt hier mit den Creeps? Meint ihr nicht irgendwas von niederbrennen? Wie wär's, wenn der Typ immer seine Kerzen gibt? Dann kann ich da mal was niederbrennen. Oh, ein Päckchen. Oh, nice. Guck mal, wunderschön. I'm certain Nah, we're not nein, close doch nicht. enough to offer each other such gifts. Rote Herzchen sind denn doch nicht so mein Ding. Ja, fröhliche Weihnachten für Lazarus von Laura. Ja, das letzte Weihnachtsgeschenk unserer Schwester. Warum schenkt die mir so einen Schrott? Na egal. Sie ist tot, was soll ich jetzt auch über sie meckern? Mal, nee, das war ja dieses Vieh, ich wollte gerade sagen, wird jetzt hier meine Schwester Stück für Stück das Klo runtergespült. I could use this to improvise something like a flamethrower. Still, I need something to get this thing off the wall. Er will sich aus dem Wasserhahn einen Flammenwerfer bauen. Okay.
Ich bin sehr gespannt, wie er das machen will. Er braucht erstmal irgendwas, um das Ding von der Wand zu reißen. Was haben wir denn hier? Ein Fisch. Wird hier doch Fischsuppe. Guck mal. Achso, ja, sie hat ja gesagt, sie wollte hier ein bisschen aufräumen. Also sie hat den Abwasch auf jeden Fall gemacht. Cool. Besten Dank. Das bedanke ich mich eigentlich. War das mein Abwasch? Nein, war der von meiner Schwester. 20 Minuten später. Ja, vielleicht doch noch irgendwo was in den Schränken. Irgendwas, was vielleicht vorher nicht mal wichtig war. Eine Zange. Hatten wir irgendwo schon mal eine Zange gesehen? Ach, hier lag doch diese Zange. Müssen Sie jetzt nehmen? Ah, ja, meine Güte. Genau, da hatten wir noch die Zange gesehen. Ich wusste ja, irgendwo lag hier noch eine Zange. Meine Güte. So. I need something to make this work. Ja, was denn zum Beispiel? Ich habe keine Idee, was er hier bauen will aus der Wasserleitung. Flammenwerfer. Brauchen wir irgendwie Gas? Weil wir brauchen ganz bestimmt hier Gaffertape. Ohne Gaffertape geht gar nichts. Ich würde das MacGyver-Thema einblenden, wenn ich nicht Angst davor hätte, dass ich den Content Strike kriege. Stellt euch einfach die Titelmelodie von MacGyver jetzt in meiner ganzen Aktion hier im Kopf vor. Das funktioniert, glaubt mir. Ich habe die ganze Zeit schon im Kopf. Ich meine, eigentlich ist sie echt dick genug. Ist wirklich dick genug. Ich bin teilweise so ein Blindfisch. Solche Rätsel nehme ich nicht mal wahr und löse sie nebenbei und sowas hier, was nicht beim Rätsel ist für mich die größte Herausforderung im Game. Aber so, wir haben unseren geilen Flammenwerfer. Hopefully, this is going to work. And I don't blow myself up. Doesn't look like my best idea. Burn in hell! Burn, motherfucker! Burn! Ne, so, jetzt erstmal zu den Weg hier frei machen. Dann nochmal so eine Epic-Szene. Aber hallo! The roof is on fire. Mr. Lazarus? Mr. Lazarus, come quickly. Jo! Geile! Ah ja, Küche. Ist das Essen fertig? Hallo? Geht ja nur noch hier. Sag mal, will die Torte mich trollen? Da sehe ich jetzt schon die Frau. Ja, von wo hat die denn gerufen? Die stand die ganze Zeit in der Küche rum. Ich war hier. Und dann ruft sie. Ja, von wo? Ja, die Frau ist mir jetzt auch echt mal scheißegal. Ich gehe jetzt einfach. Und wo wir dann nochmal einmal unten gucken. Hier eigentlich auch gleich ausräuchern. Das Flammenwerfer schon leer. Ach, da bist du ja auch. The infestation that blocked the door earlier is now gone. And I heard someone inside, Mr. Lazarus. Someone is still alive. Wir sehen, ne? Geh aber mal rein. A locked door. Ugh, Es just ist eine break scheiß it. Glastür. Eben, meine Fresse.
Nicht hier wie bei Song of Horror, ey. Das ist die Glasscheibe im Weg, Alter. Ja, da guckt sich noch jemand auf jeden Fall ein Fernsehprogramm an. Wird überhaupt noch was gesendet? Ja. Und noch so ein fetter Brief. Okay, ich hasse meine Eltern. Ich denke, ich habe das auch schon immer getan, seit ich mich erinnern kann. Als ich noch ein Kind war, haben sie mich geschlagen. Als ich ein bisschen älter wurde, haben sie mich in ihr dreckiges Geschäft mit reingezogen. Haben mich Videos machen lassen von sich und von den Schlampen, die mein Vater mit nach Hause gebracht hat. Nachdem wir hergekommen sind, haben sie angefangen, Drogen zu nehmen. Haben sie auch noch angefangen, Drogen zu nehmen. Haben dubiose Freunde gehabt, die sie auch noch unterstützt haben, und teilweise sind sie für tagelang untergetaucht. Weil sie waren tagelang drauf wahrscheinlich. Vielleicht gibt mir einer von diesen Freunden einen Schuss. Einfach nur um zu sehen, wie gut es wirklich ist. Vielleicht sieht dann mein kleines Leben für eine Weile nicht mehr so glanzlos aus. Ah nee, eventually ist er nicht. Vielleicht irgendwann. Also auf jeden Fall hat die Drogen gekriegt. Danach hat sie es nämlich immer von ihrem Vater geklaut. Dann hat sie den Stoff von ihrem Vater geklaut. Und wenn manchmal hat er das dann herausgefunden und ihn oder sie bewusstlos geschlagen. Er hat mich auch nicht bewusstlos geschlagen, um mich von den Drogen fernzuhalten oder um mich auf einen richtig besseren Weg zu bringen. Das war einfach nur eine Entschuldigung dafür, um mich schlagen zu können. Vielleicht war es auch teilweise besser so. Das hat mich immerhin davon abgehalten, wirklich abhängig von dem Zeug zu werden. Ja, dann kam sie in mein Leben, unschuldig, wie ein Engel. Sie hat die Nadeleinstiche an meinem Arm gesehen eines Nachts. Sie war so überrascht und sie war so überrascht. Ich konnte es vorher nicht einfach aufhören. Aber als sie um mich war, habe ich mich nicht mehr so gefühlt, als wenn ich die Nadel zum Entkommen bräuchte. Ich habe ihren Körper mehr begehrt als die Droge. Okay, es ist wahrscheinlich doch ein Mann. Und je mehr sie mir ihren Körper gegeben hat, desto cleaner wurde ich. Desto mehr kam ich von den Drogen weg. Aber ich musste eines Tages lernen, dass ich nicht der Einzige war, den sie im Körper gegeben hat. Und so bin ich wieder, warte ich wieder auf den Ausweg. Ich glaube, ich bin nur ein paar Schüsse davon entfernt, also wahrscheinlich Drogenschüsse, also Hit stashed away. So ein paar Drücker davon entfernt, denke ich mal. Ja, okay, ist traurig, aber war wieder mal auch nicht unbedingt hier relevant oder sowas für die Story. Aber nur ein Zettel, um hier ein bisschen mehr Leben reinzubringen, ein bisschen die Geschichte der Bewohner erzählen. Finde ich jetzt persönlich nicht so interessant, brauche ich nicht unbedingt. Hello, young man. Oh, hi. What are you doing here? I'm just hiding, waiting for this to end. Are you friends with my father? Yes, indeed. Oh, cool. I was waiting for my parents to come rescue me. These foul creatures blocked the doorway and I couldn't escape. Your parents are dead, young man. What? No. How could that happen? I can't believe it. Do you have any relatives to go to? No, it was just me, Mom and Dad. I've been here for almost a week. I'm waiting for my girlfriend to call me. We were planning to leave together. Listen, stay here while I try to figure out what the hell happened, alright? Ja, die haben im Model-Design echt hart verkackt hier, die Entwickler. Das muss man ja schon mal festhalten, auch wenn der Rest von dem Spiel echt gut aussieht. Und sie waren sogar zu faul, die Mundbewegung zu animieren, wenn die Charaktere sprechen. Deswegen auch immer diese merkwürdigen Kamerafahrten in den Dialogen, die ich auch nicht so geil finde. Das ist auf jeden Fall eine Schwäche von dem Spiel, ansonsten recht coolen Spiel. It's a poster with my sister.
Sag mal! Was machst du denn hier so mit dem Poster? Der auch noch eine Packung Kleenex neben dem Bett deswegen. Aber alle bestellen sich hier Pizza. Ein Gameboy! Was haben wir denn da? Elena Temple. Ja, pack ein. Habe ich ihn sein Gameboy gezockt. Collectible gesammelt. Nice. Was ist das hier? 18 plus. Gothic. Okay. Ja, dann brauchen wir eine Kombination. Ist ja auch unsere Schwester. It's Ludmilla. Why would she accept being photographed like this? Ja, keine Ahnung, die hat auch in Pornos mitgespielt, aber das wussten sie ja, glaube ich, nicht. Nee, diese unfreiwilligen Aufnahmen. Das sind doch hier die richtigen Bilder. Viel besser. Okay. Haben wir jetzt hier alles. Ja, ich glaube, wir sind hier durch erstmal. Hast du noch was zu sagen dazu? Nein. I don't have a tape. I don't have a tape. Verstehst doch endlich. Ich habe kein Tape. Ist hier nicht irgendwo noch ein Tape? Wenn da schon so ein Kassettenrekorder rumliegt, dann wird es hier auch bestimmt ein Tape geben, dachte ich mir. Ey, nimm mal das Gameboy-Spiel noch mit. Good evening, ladies and gentlemen. We've received reports of countless deaths from all around the city. As you know, many TV stations have tried to deny the first rumors about a possible infestation. What's even more frightening is that this infestation seems to be spreading over the entire country, with the epicenter right here. The situation seems to have gotten out of control. The president tasked General Zotov and the army to try and stop the pandemic. As a precautionary measure, the Novaya Industries factory reopened under General Zotov's decree, who ordered the creation of a production line for specialized drones to deal with the corpses. The pathogen manifests itself as a reddish, organic matter that spreads in structures of buildings, developing dust and moisture. In the most acute forms, there are reports that certain terrible organisms appear, resembling demonic creatures with sharp claws. Ja, genau, wo sie herkommen, wissen wir jetzt immer noch nicht. Okay, aber die gehen jetzt militärisch gegen die Plage hier vor. Sehr schön. Ja, sowas ist natürlich immer gut, ein funktionierendes Militär in der Rückhand zu haben. Es gibt tatsächlich auch noch ein Achievement, sich alle diese Nachrichten anzuhören. Ja, hau rein. I'm overwhelmed by rage. It's like a black veil covering my eyes, and all I want is their blood. When I confronted my father about the tape, he just laughed at me, told me my girlfriend was a nice piece of ass, that he did what I was too soft to do myself. That's what a man does. Mom didn't even flinch. She was proud of her wretched husband. She told me that you have to be ruthless if you want to get ahead in this life. I'll show them that I can be even more ruthless than them. I'm going to take the hydrochloric acid from the bathroom and throw it in their faces, as their eyes will burn and they will scream in pain. I'll crush their skulls with a wrench, and then I will spit on their lifeless bodies. Ja, anscheinend hat seine Frau, wir haben ja hier den Text gefunden, seine Freundin hat mit seinem Vater geschlafen. Und ja, das hat ihm dann gereicht. Das hat er seine Eltern platt gemacht, mit der Zange erschlagen, die wir genutzt haben, um uns einen Flammenwerfer zu bauen. Hier passieren Sachen in dem Haus, ey. Hier gibt's keine einzige normale Familie.
Ja. Jetzt mal die Wohnung verlassen. Kommen die mal mehr hoch. Was soll ich denn jetzt hier? Gibt's denn hier noch? That was a really messed up recording, young man. It's just a recording. I like to write horror stories and record them. Ja, Just genau. for fun. Is that so? I swear, it's fiction. It's fiction, huh? Is that why your parents are dead in the living room just as you described in your tape? Mr. Lazarus, I think you should see this right now. Also mal im Ernst. Ich meine, klar. Leute erschlagen ist nie cool, egal was passiert ist, aber ein bisschen verstehen kann ich ihn auch. Das muss man anders lösen können. Aber ich würde jetzt hier an Lazarus Stelle mich da gar nicht so sehr einmischen. Wir haben echt andere Probleme. Wir haben wirklich andere Probleme. Was kommst du mir denn jetzt hier mit den illegal gebrannten CDs, ey? Was soll ich denn damit? Ich hab echt Wichtigeres zu tun, als It's a Musik zu bunch of hören. disgusting CDs. Ja. What the hell is this? Schlampe und ein Bild von seiner Schwester. Ja, beziehungsweise Nutte. Ich glaube, alleine wegen den Texten, die ich hier vorlesen muss, muss ich das Video schon eigentlich ab 18 stellen. Ach, was jeder 16-Jährige hört sowas sonst wo. Jetzt ist das Spiel auch lange nicht gory genug, um dass ich es auf 18 stellen würde. Ja, sind wir jetzt hier endlich mal fertig, ey. Ja. Mann, Mann, Mann. Es gab ja ganz schön was zu tun da. Muss mir wahrscheinlich diese CD anhören. Ein CD-Spieler. Hier? Is this the sort of girl you were all along? Just a whore? The kind my father usually makes his movies with? What? What do you mean? How can you say such words? I found the tape. I saw you with my father. Of all the men you could have slept with, why my disgusting father? Wait, you don't understand. It's not like that. I saw you! I know. I'm sorry. But I only did that for the papers. I know you don't believe me, but I've told you so many times I needed those damn papers. I have to leave. And you kept dragging me on and on. What choice did I have? What choice? You're so stupid, they would have never given you the papers. All my father wanted was to film you, and trick you so that you would have ended up in Serbia as a prostitute. How could you even think to trust him? I'm sorry, Shivko. Please. No, this doesn't end like this. You'll pay. All of you. No, don't talk like that. To hell with you, filthy whore. You just wait, I'll show you. You have to be kidding. Okay. Warum macht er denn noch ein Video von seiner Tat, ey? Damit man ihn auf jeden Fall überführen kann. Überführen kann. He did it! He killed Ludmilla! Mr. Lazarus, hold your horses. Das wissen wir That auch noch recording nicht. is suspicious, but it doesn't confirm anything. Oh, it confirms he's a murderer. Have you seen how he stood there and shamelessly lied to us? He said that it was fiction, yet his parents' bodies are just there. I'm going to kill him. Maybe, but try to understand. Perhaps there is more to this story than it seems. There are things that don't add up here. Don't be in a rush to sentence him. I don't give a damn. Ludmilla had her whole life ahead of her. Every dream she had, every hope in life vanished. I worked so hard. I did unspeakable things. I didn't even come to my mother's funeral. All to make money and help my sister leave this hellhole. Only for her to have her skull crushed by that freak. I'll kill that demented maniac. Do not become a monster yourself, Lazarus. You'd better not stand in my way. I'm going to have an intimate discussion with that poor excuse of a man. Ja, keine Ahnung, er hat doch immer noch nicht richtig geschnallt. Ich meine, die Schwester hat ja ihm gesagt, so, sie will sein Geld nicht und so. Sie wollte eigentlich immer nur einen netten Bruder haben und nicht so einen Typen, der nur Geld schickt und so und sich nicht um die Familie kümmert. Er ist ja nicht ganz unschuldig daran,
dass seine Schwester überhaupt diesen Weg gegangen ist, weil sie selber nicht weiter wusste. Aber das mag er sich wieder nicht eingestehen, ne? You sick fuck! You murdered my Ludmila. I'll crush your skull just like you did to her. Er hat jetzt sein Gesicht zermatscht am Monitor. Müssen wir das nochmal angucken. You're lucky. I could have killed you, but I'm not a murderer. Although I came really close this time. Jetzt nehme ich mit hier. So, ich hoffe, du hast nichts dagegen. Ordentlich stabilen Monitor daher. Nicht ein Sprung drinne. Und eine ordentlich weiche Matschbirne. Und den ganzen Drogen. Leute, jetzt die Finger von so einem Scheiß. Bringt niemand weiter. Wie sendet. Mit der Fresse im Monitor. So, aber was soll ich denn jetzt hier mit dieser Kurbel machen? Warum habe ich jetzt so eine Kurbel? Ich habe nie nach so einer Kurbel gefragt. This is all going to hell. This infestation, Ludmila's death, this war that keeps drawing closer and closer. Safe Wheel, okay. Ein Safe Wheel ist das. Nice. Der gute Stoff. Desomorphin. Errungenschaft freigeschaltet. Ja. Rottendes Fleisch oder sowas. Ja, alles klar. Hören wir das Tape an. Naja. Ludmila, please don't hang up. What do you want? You want to belittle me even more? No, I'm sorry for how I acted. I was enraged by jealousy, the image of you and my father. Look, I told you I'm sorry. I can't undo it. Maybe you were right and I was foolish and gullible, but I can't do anything about it now. In fact, I have no idea what to do at all. I can help you. Listen, I managed to steal the papers from my parents. Don't ask me how. Really? You mean that? Yes, my love. We could leave tonight if you want. I want to come with you wherever you go. I don't want to spend another minute in this place. But what about your parents? Won't they try to find us? To hell with them. Don't worry about them anymore. But Shivko, can you really forgive me for what I've done? Do you think we can ever find peace together? We all make stupid mistakes. And we can all do unspeakable things under the wrong circumstances. Wait, there's someone at the door. Meet me in 3 hours at the church and bring the papers. I'm going to light a candle at my mother's grave one last time. I'll meet you after I come back from the cemetery. You have to be kidding. If he didn't kill Ludmila, then who the hell did? Ja, jetzt wird's aber echt mal Zeit für eine dicke Entschuldigung hier, Lazarus. Weil das war ja genau das, was ich meinte, nachdem das Tape abgespielt wurde. Es war nicht zu sehen, dass er sie tötet. Komm, erstmal entschuldigen hier. Entschuldigung, dass ihr die Fresse eingeschlagen habt für nix. Die spielen echt wieder so ein Arschloch hier. Laura, why did you leave? I didn't want to witness what you were about to do. I'm sorry I scared you, but the freak is fine. I'm not a murderer after all. You were right. He didn't kill Ludmila. Someone else did. I found a recording in which the boy talked with my sister about them leaving this place together. While he did kill his parents, he really seemed to love her. They planned to meet after Ludmila would have returned from the cemetery. That was 1 week ago. But then someone knocked at the door. The murderer. Yes. This is all becoming too much, Lazarus. Maybe we should just stop and leave this place ourselves after Ludmila's funeral. I can't do that. I have to find out what happened to her. I have a bad feeling about all of this. It's like a suffocating darkness surrounds us with every passing hour. But if you choose to stay, I'll be by your side until the end of it. I would like to talk to you in person, though, before the funeral. Could we meet somewhere? I have something to confess to you. Listen, if you have something to tell me, you know where to find me. Lazarus, please.
Lazarus. Lazarus. Oh mein Gott, was ist da hinter der Tür? Ja. Oh my God! No, please! Hallo? Wake up! Help! Help! Wir machen mal wieder zu, ne? Wollt nicht stören. Vater! Father, I saw her. Am I going crazy? It's not her. It is the evil spirit that dwells in this house. It can take many forms, especially now that her death was so brutal. Don't let fear and guilt overtake you, my son. Let the love for Amen. your sister shield your heart. Hab sie im Herzen, Bruder. So, aber ich glaube, nimmt jetzt hier irgendwie. Ich dachte eigentlich, wir werden jetzt, das ist ja hier auch so ein bisschen ein Kapitel aufgeteilt, also wir werden hier am Ende, aber das sind wir ganz offensichtlich nicht. Jetzt noch einmal runter zu dem Typen. Our journey ended before it even began. Ja, traurig, aber was hat sie denn hier gemacht? Waisenhaus, alte Kapelle. I'm alone. Mom? She's dead. Lazarus. He left me alone when I needed him most. Dad, where are you? Father Abraham told me that you may have left a while ago to Ukraine. I'll come find you. But first, I want to learn more about the life you led. Ah, ich muss mir jetzt alle einzeln anhören. Okay, dann geht's hier weiter. The monastery where you became a monk. I'll ask the monks about you. Before we meet, I want to know everything. Mom wanted to be buried near this monastery, thinking that this way she'll be closer to you. Father Abraham told me that you served your apprenticeship at the Rosenau Monastery. I want to visit the place where you became closer to God. Near the old orphanage, there's a very beautiful church that was also abandoned in '87. Thousands of pilgrims came from all around the country to pray, but it was closed after the fire. Why? After Rosenau, you served as a teacher at a really old orphanage near Bran. The orphanage was founded by the Romanian Orthodox Church, but it burned in '87. I wonder what happened. Warum interessiert sie das? You didn't make it. Ich habe mich noch nicht That umgeschaut. night, you were murdered. I'm sorry, Ludmila, but I'll continue your journey. Ja! Will there be an end to all of this? The orphanage near the Bran village. Scheiß That place drauf. holds many secrets. Near the river, you'll see some ruins of an old church. But be careful. Your experience there will be eye-opening. You may not like what you'll see there. You'll either strengthen your faith in God or lose it forever. Es ist I einfach. left towards the Bran orphanage to continue the So search cold. for my father. My mind kept going over all I had found out about my sister, of how little I knew about her life. I always thought of her as the little kid who stayed behind when I left home. But people don't freeze in time, just because you stop being by their side. Ich konnte mich gar nicht zu Ende umgucken in dem Zimmer. Errungenschaft freigeschaltet. Do not become a monster. Werde nicht zum Monster. Alles klar. Was finde ich immer blöd, ey. Ja, okay. I wasn't expecting the sight with which I was greeted upon my arrival here. This is weird. It's December, but look at all the flowers. Oh, There's wunderschön. something unnatural about this place. Despite the green forest, the bitter cold is piercing my body. Ja, normalerweise mitten im Winter hier alles blüht, ey. Kann gar nicht sein. Dabei ist es arschkalt hier. Aber war ein geiler Punkt, um das Video zu beenden.
Schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid, auf jeden Fall. Wir haben es ja hier mit echt creepy Kreaturen teilweise zu tun, die auf einmal hinter uns stehen. Wenn ihr mehr creepy Kreaturen sehen wollt, schaut auch unbedingt mal bei Last from Beyond mit rein. Da gibt es auch ein paar davon. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns auch zum nächsten Video wieder. Bis dann, alles Gute. Ciao.